Schauen wir mal, welches Schlemmerfilet jetzt besser schmeckt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast in meine Küche eingeladen, und zwar ist es die Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ja, und du hast mir erzählt, es ist heute eine Premiere für dich, zu kochen. Ja? Nein, nicht zu kochen. Aber ein Kochvideo zu machen, das schon. Ja, genau. Ich habe fast 500 Backvideos hinter mir. Genau. Ich habe noch nie ein Kochvideo gedreht. Das ist ja wirklich sehr interessant. Und schaut unbedingt mal bei Nicole vorbei. Sie ist wirklich eine Backfee. Sie macht so tolle Torten. Die sind echt ein Traum. Und ich übe mich ja noch so ein bisschen da dran und kann von dir bestimmt noch viel lernen. Und wir wollen heute zusammen was kochen. Da habe ich mir auch was überlegt. Und zwar, wir kennen alle das Schlemmerfilet. Das gibt es überall zu kaufen. Und das kann man aber selbst machen. Und das wollte ich heute mit dir mal testen. Das ist jetzt Alaska-Seelachs. Wir machen das Ganze mit einem Lachs. Ein bisschen Salz und Pfeffer, Petersilie, Butter, Semmelbrösel, Zitrone, Bio-Zitrone und Olivenöl. Und als Beilage habe ich mir überlegt, nehmen wir ein paar Kartoffeln mit Rosmarin und ein bisschen Salz, auch Olivenöl. Das kann nebenbei so ein bisschen brutzeln, wirklich toll. Ja, und diese Haube, diese Knusperkruste, die machen wir uns jetzt aus den Semmelbröseln, der Butter, ein bisschen Zitronensaft, Zitronenschale, ein bisschen Petersilie hacken, Salz und Pfeffer, und dann kommt das Ganze in den Ofen. Aber das machen wir jetzt. Genau. Du kannst schon mal die Zitrone so ein bisschen abreiben, die Schale, und danach in dünne Scheiben schneiden. Und ich mache inzwischen hier aus den Semmelbrösel Butter. Und dann brauchen wir auch noch ein bisschen Petersilie, Salz und Pfeffer, eben diese Kruste. Ja. So. Brauchen wir die komplette Zitrone? Nee, nur ein bisschen, dass wir ein bisschen Schale haben. Weil es ist ja auch doch sehr intensiv für den Geschmack. Das geben wir dann später dann oben drüber, wenn das Filet schon fertig ist. Riecht immer so gut, wenn er das reibt, oder? Ja. Finde ich immer so toll. Das liebe ich auch bei den Torten. Ja, herrlich. Ich mag das so gern. Ich habe ja jetzt im letzten Video mit meinem Sohn zusammen eine Orangenmarmelade gemacht. Und zwar hatte er mich gefragt, wie die wohl schmecken würde, weil er hat den Paddington-Bär angeguckt. Ne? Und da haben wir dann auch so ein bisschen gerieben. Das riecht toll. So Zitrusfrüchte mag ich auch gern. Also bei den Temperaturen ist es ja kein Problem, dass man weiche Butter hat, nicht? Das geht dann immer super. Das stimmt. Ja, man neigt ja immer, wenn es schnell gehen soll, so fertige Sachen zu verwenden. Ja. Ich predige das ja auch immer bei den Torten, Ja. Kuchenmischungen, dass es eigentlich so schnell auch selber zubereitet ist. Na klar. Man muss nur wissen, wie es geht. Ja, und eben wie gesagt, wenn man mal den Dreh raus hat und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, wie es ja auch bei mir jetzt mittlerweile so der Fall ist. Ich mache in letzter Zeit auch immer öfters mal einen Kuchen, Torten und so. Das wird ja dann auch immer besser. Man lernt ja auch schnell dazu, man wird schneller. Und so selbstgemacht ist immer super lecker, immer gut, finde ich. Auch selbst eine Tomaten. Sind die so dick genug? Ja. Oder dicker, dünner? Nee, so ist genau richtig. Ist genau richtig. Und auch beim Kochen, das ist immer so meine Devise, immer zu gucken, dass man frisch kocht und auch vielleicht dann zum Metzger seines Vertrauens mal zu gehen. Lieber einmal in die Woche bloß oder so Fleisch essen und dann aber wissen, wo es herkommt, ne? Und dass es halt einigermaßen Qualität hat. So. Guck mal, reichen die? Ich glaube, ich habe die fast... Sehr schön. Jetzt auch wunderbar und so gleichmäßig. Da können wir Na jetzt direkt eine Torte mit dekorieren. Gleichmäßig. Gleichmäßig. Ja, doch, super. Ja, okay, dann legen wir das ein bisschen zur Seite. Du hast hier doch noch Platz. Dann kannst du mir noch ein bisschen von der Petersilie hacken. Ja. Weil die kommt jetzt auch noch mit rein. Dann Salz und Pfeffer. So, und dann haben wir die Kruste schon fertig. Den Ofen habe ich jetzt schon vorgeheizt. Ja, du hast mir eine schöne Heizung. Ja, es ist ja noch nicht warm genug bei uns. Nein. 220 Grad Ober- und Unterhitze. Genau, und wenn der fertig ist, dann können wir den Lachs dann da reingeben. Vorher natürlich dann. Hier, das geht ja wirklich super schnell. Geht super schnell, weil Meine Güte. wenn ich jetzt noch eine größere Schüssel gehabt hätte, wo ich nicht aufpassen muss, dass alles rausfällt, wäre es noch schneller gegangen. Und jetzt habe ich hier eine Glasauflaufform. Ne? Und da legen wir uns jetzt dann den Lachs so rein, wie er reinpasst. Kannst du gerne machen. Einfach so mit der... Mit der Haut nach unten, bestimmt. Ich gebe noch ein bisschen Olivenöl unten rein. Das ist immer ganz gut. So ein kleines bisschen. Zack. Genau. Und dann legen wir das so nebeneinander hin.
Jawohl. Und dann kann man da auch dann diese Masse da drauf verteilen. Einfach oben drauf. Sieht jetzt schon aus wie das Original. Ja, Was ne? heißt wie das Original? Wie das Fertigprodukt. Wie man es halt ja? kennt, ne? Wie man es kennt. Ja. Und das klebt auch sehr schön hier, sieht man ja, lässt sich gut anpassen. Das ist wirklich ein Schlemmerfilet. Ja, ich freue mich auch schon nachher, Ja, wenn wir es essen. ja. Und das kann man ja auch super vorbereiten. Ja, das kann man jetzt praktisch, wenn es jetzt dann irgendwie für heute Abend oder so geplant wäre, oder für später so in den Kühlschrank stellen. Und wenn es Genau, soweit und ist, später einfach nur noch in den Backofen schieben. wenn die Gäste soweit da sind, ja. Und dann gebe ich hier immer noch so ein paar Zitronenscheiben mit an die Seite einfach mit rein. Ah, okay. So ein bisschen mit so ranklemmen, genau. Und dann so wie man es halt. Ein paar heben wir uns noch auf für die Dekoration dann später oben drauf. Und jetzt warten wir einfach bloß noch, dass der Ofen fertig ist. Dann können wir es reinstellen für ca. 25 bis 30 Minuten. Man muss es halt immer beobachten. Ist ja auch unterschiedlich von Ofen zu Ofen. Das sollte oben so ein bisschen angeknuspert sein und dann ist es schon fertig. Dann können wir in der Zwischenzeit auch schon die Kartoffeln vorbereiten in Öl mit Rosmarin so ein bisschen, dass die dann bis dahin durch sind. Machen wir. You said I was a piece of art. You decided to paint my heart, but you colored it gray. Then you put it in a frame, hung it beside other house gray as mine. Oh, I should have known. Should have let you go. Oh, I should have known. Should have let you go. Oh, I should have known. Should have let you go. But I wanted to fall in love so bad. Like in the movies or the dreams. You're like in the movies or the dreams. Und voilà, fertig sind unsere leckeren Schlemmerfilets. Und die wollen wir natürlich jetzt probieren, oder? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich beginne vielleicht mit diesem Teller und du mit dem. Und dann Okay. tauschen wir und dann schauen wir mal, welches Schlemmerfilet jetzt besser schmeckt. Es ist halt Lachs, ne? Und das ist Alaska. Das schmeckt halt so, wie man es kennt. So, dann nimm mal den. Bin ich mal gespannt, was du da sagst. Hab's ja auch schon lange nicht mehr gegessen, das. Lecker, oder? Sehr lecker. Ja. Und die Kruste vor allen Dingen, die ist wirklich so richtig knusprig. Die ist knusprig. Da nicht. Da nicht Das so. ist zwar auch lecker, noch so aus meiner Kindheit erinnert mich das. Ja. Aber das ist echt hammerlecker. Ja. Und so schnell gemacht. Also Leute, probiert dieses Rezept unbedingt mal aus, denn es geht wirklich super schnell und ist so lecker und diese knusprige Kruste ist echt der Oberhammer. Eine Sünde wert, genauso wie die Torten von Nicole. Schaut auch mal bei ihr auf dem Kanal vorbei, bei Nicoles Zuckerwerk. Ich verlinke es euch mal und hier sind auch noch ein paar leckere Rezepte für euch. Es hat mich riesig gefreut, Leute. Wir sehen uns die Tage. Ciao, ciao, macht's gut. Eure Joanna und Nicole!